Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zum heutigen aktuellen Video. Ihr seht, ich bin wieder bei uns oben im Wohnzimmer, habe es mir oben gemütlich gemacht. Falls ihr so Nebengeräusche hört, die Spülmaschine in der Küche ist am Laufen, also wundert euch bitte nicht. Tja, das heißt halt natürlich auch, ich stelle euch heute keinen Tabak vor, sondern ich werde euch heute mal wieder eine Pfeife vorstellen. Konkret geht es erstmal um folgenden bekannten dänischen Pfeifenmacher. Ganz recht, es geht um niemand Geringeren als den allseits bekannten Paul Winslø. Paul Winslø wurde ja 1951 in Dänemark geboren und hat bereits im zarten Alter von 17 Jahren als Azubi bei dem doch wohl sehr bekannten Pfeifenmacher Preben Holm mit der Lehre angefangen. Preben Holm hatte sehr schnell erkannt, welches Potenzial in seinem Schützling steckt, und so ist es Paul Winslø dann gelungen, im Laufe der Jahre bis zum Produktionsleiter aufzusteigen. Und das ging so lange gut, bis halt eben Preben Holm im Jahr 1985 mit der Produktion von Pfeifen generell aufgehört hat. So blieb dem guten Paul Winslø nichts anderes übrig, als im gleichen Jahr 1985 als selbstständiger Pfeifenbauer anzufangen. Und das hat er auch in seiner eigenen kleinen Werkstatt in Hvidovre in Dänemark dann halt in Angriff genommen. Und in dieser kleinen Werkstatt werden auch heute noch, wie gesagt klein, aber trotz allem guter Betrieb, werden heute immer noch seine Paul Winslø Pfeifen hergestellt. Nebenbei hat Paul Winslø freiberuflich für Stanwell gearbeitet. Manch einer weiß ja, es gibt halt Stanwell Pfeifen, da steht dann drauf Stanwell und unten drunter Paul Winslø. Und ja, damit konnte er sich halt eben weltweit einen Namen machen. Und heute gibt es wohl kaum noch einen Pfeifenraucher, dem der Name Paul Winslø nichts sagt. Seine Pfeifen, die auch heute noch gefertigt werden, einige immer noch als Unikate aus der Hand des Meisters höchstpersönlich, zeichnen sich vor allem halt durch ein teilweise doch recht extravagantes Design aus. Egal aber in welcher Preiskategorie, Pfeifen von ihm gibt es hier ab etwa 100 Euro aufwärts bis hoch zu mehreren tausend Euro. Seinen Pfeifen ist eins immer gemein: sie sind von einer erstklassigen Qualität, lassen sich super rauchen, und was halt für ihn zu einer Spezialität geworden ist inzwischen, das sind halt diese Applikationen an vielen Pfeifen, die angebracht worden sind, die eben halt auch vor allem von der Farbe Gelb bestimmt werden. Also viele Paul Winslø Pfeifen erkennt man schon auf den ersten Blick, bevor man überhaupt auf den Stempel oder auf die Markierung guckt. Und konkret vorstellen möchte ich euch heute diese Pfeife, die eine von bis zu 7000 Pfeifen im Jahr ist, die die Werkstatt von Paul Winslø jährlich verlassen. Viel Spaß mit den ersten Eindrücken und bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt habt ihr die Pfeife gesehen und hier ist das gute Stück nochmal. Es ist, wie man ja unschwer erkennen konnte, eine Panel, und zwar eine 8-Panel Pot. Die Ausführung hier ist, wie man auch auf den Fotos gut sehen konnte, wie es jetzt auch die Kamera gut rüberbringt, so ein wenig im Silkebrun, was man auch von manchen Stanwell Pfeifen kennt. Die Oberseite, oder besser gesagt die Schicht, oder sagen wir mal so, die Verarbeitung ist teilweise ja glatt poliert, aber nicht Hochglanz, sondern es ist so ein mattiger Schimmer,
so seidenmatt, was ja Silkebrun letzten Endes bedeutet. Und ich hatte diese Pfeife hier vor Jahren bei bei Darnpipe im Ladengeschäft entdeckt und hatte mich sofort in sie verliebt. Wie ihr ja hier hinten sehen könnt, gehört diese Pfeife zu der Reihe Crown Viking, bei der sich vor allem die Seconds von Paul Winslow halt verstecken. Und wenn ich mir die Pfeife hier angucke, eine 8-Paneled Pot, ich liebe ja Pottpfeifen, und diese ist halt wirklich vorzüglich gearbeitet. Mit einer weiten Bohrung, einem großen Kopf und einer wunderschönen Teilrustizierung, die hier entlang verläuft, den Boden entlang. Das wirkt beinahe wie von einem anderen Stern. Ich finde die Rustizierung wirklich wunderbar gelungen. Passt sich super dem Design der Pfeife an. Die Pfeife liegt erstklassig in der Hand. Wie ihr mittlerweile wisst, ich bin halt einer, für mich ist die Haptik wichtig. Ich greife Pfeifen und meine Finger, die umschmeicheln hier förmlich die Rückseite, genau dort, wo die Rustizierung ist. Der kleine Finger, der die Pfeife stützt, ist auch hier unten, wo die Rustizierung ist. Das heißt, meine Hände haben beim Pfeiferhalten immer irgendwas zu tun. Kommen wir nochmal zum Aufbau. Hier ist, wie ihr seht, auf Applikationen verzichtet worden. Das wiederum ist halt auch typisch für Crown Viking. Crown Viking Pfeifen sind halt eben Winslow Pfeifen, die einfach auf das reduziert sind, was sie sind. Rauchgeräte, ohne irgendwelche Applikationen oder ähnliches. Das Mundstück ist aus Acryl, ein verhältnismäßig kurzes Mundstück, mit einem, wie man jetzt hier gut erkennen kann, doch sehr gut gearbeiteten, relativ flachen Biss. Man kann die Pfeife bequem im Mund halten, hat die Hände frei. Für mich, wie gesagt, kommt dies aber äußerst selten nur in Frage, da ich eben kein Beißer bin, sondern ich habe die Pfeife lieber in der Hand. Wie für die für den deutschen Markt vorgesehenen Pfeifen üblich, verfügt auch diese hier über eine Filterkammer für 9 mm Filter. Ich habe die Pfeife inzwischen schon seit diversen Jahren. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die Pfeife damals im Jahr 2011 gekauft hatte, also vor 11 Jahren. Und weshalb ich mich halt sofort in die Pfeife verliebt hatte, war, dass es von der Criswell-Reihe, die ja von Darnpipe vertrieben worden ist, auch von Paul Winslow gefertigt, die 8-Panel Potch gab. Die lag preislich natürlich um einiges höher als die Pfeife hier. Diese hier hat mich, wenn überhaupt, so um die 100 € gekostet. Die 8-Panel Potch, die lag preislich meines Wissens bei etwa 180 €. Deswegen hatte ich mich erstmal für diese hier entschieden und hatte die 8-Panel Potch, ich glaube das Jahr drauf, dann online bestellt, mir liefern lassen. Hat ein ähnliches Design, ist von mir ja auch schon vorgestellt worden. Und hat halt eben auch die für Criswell und aber halt auch für Paul Stanwell bekannten Applikationen hier im hinteren Bereich, die halt eben in Gelb gehalten sind. Hier, wie gesagt, die 8-Panel Pot im Design Silkebrun, teilrustiziert, eine super Pfeife für relativ wenig Geld mit 1A Raucheigenschaften. Und man kann sich vorstellen, bei der Bohrung, ich nehme diese vor allem halt für Ready Rub Mixtures oder halt auch für Flake-Tabake. Bei einer durchschnittlichen Mixture raucht man an dieser Pfeife fast 1,5 Stunden. Wenn ich hier wirklich dann ankomme und stopfe hier dann halt einen Flake rein oder eine Ready Rub Mixture und rauche die genüsslich runter, da bin ich bei mehr als 2 Stunden Rauchvergnügen. Deswegen, ich nehme diese Pfeife eigentlich sehr gern, wenn ich draußen im Garten sitze, wir Freunde zu Besuch haben und ich eben nicht vorhabe, während die Freunde da sind, mehrere Pfeifen zu rauchen, sondern nach Möglichkeit mir eine Pfeife stopfen möchte, die ich dann wirklich 1,5, 2 Stunden runterrauchen kann. Das war es auch schon soweit von mir für heute. Ich danke euch in gewohnter Weise sehr für eure Aufmerksamkeit. Ihr kennt es ja, ihr wisst es ja, unten ist die Kommentarfunktion. Hinterlasst mir doch bitte euren Kommentar. Ich möchte natürlich schon gerne wissen, was haltet ihr von der Pfeife, wie gefällt sie euch?
Habt ihr vom Paul Winslow vielleicht auch eine 8-Panel-Pot, ähnlich dieser hier, vielleicht sogar als Crown Viking, vielleicht sogar aber halt als Crown 200, 300 oder als eine mit den Punkten versehenen Applikation. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr hiervon haltet, wie eure Meinung ist. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und euren Tabaken. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin gewogen. Wenn ja, dann sehen wir uns weiterhin hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal hier. Ich wünsche euch was. Ciao.